Was genau ist Authentizität und wie wichtig ist authentisches Auftreten und authentisches Verhalten gegenüber Kindern? Das klären wir in diesem Was ist Video. Mein Name ist Christian Richard Kesler und los geht's nach dem Intro. Der Begriff Authentizität hat seine Wurzeln im Griechischen vom Wort Authentikos, was so viel wie Echtheit bedeutet. Ein Beispiel, das Sie kennen, ist der fühlbare Unterschied zwischen einer platonischen freundschaftlichen Umarmung und einer liebevollen Umarmung. Wir steuern die nonverbale Mitteilung bewusst, um die Stärke unserer emotionalen Bindung zur jeweiligen Person mit Hilfe derselben Geste mitzuteilen. Bei Kindern ist diese Fähigkeit aufgrund der geringeren Lebenserfahrung bei weitem nicht so weit entwickelt wie bei uns Erwachsenen. Wenn wir uns nun authentisches Verhalten beim Umgang mit Kindern anschauen, müssen wir das erstmal in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Die erste ist der tatsächliche Umgang. Das zweite sind die entwicklungspsychologischen Auswirkungen, aber keine Angst, ich werde in diesem Video nicht im Detail auf diese eingehen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass diese beiden Bereiche sehr, sehr eng miteinander verwoben sind. Kommen wir zu Punkt 1. Ab wann verhalten wir uns authentisch gegenüber Kindern? Wir verhalten uns direkt nach der Geburt schon authentisch, denn selbst das Spiegeln, das Nachahmen von Babylauten, das Nachäffen von Mimiken, all das sind schon Verhaltensweisen, die im Endeffekt gemessen am Alter und am Entwicklungsstand des Kindes eine authentische Reaktion auf dessen Verhalten sind. Hierbei wird ganz klar Kommunikation und Bindung aufgebaut und es stärkt das Sicherheitsgefühl des Kindes, denn es merkt ganz eindeutig, dass die erwachsenen Bezugspersonen das Kind verstehen und auch die erwachsenen Bezugspersonen lernen, das Kind eben zu verstehen. So können Sie zum Beispiel die 17 verschiedenen Arten des Schreiens innerhalb der ersten 14 Tage relativ schnell deuten lernen. Für einen Außenstehenden schreit ein Kind. Für die Bezugspersonen macht jedes Schreien einen Unterschied und es hat eine andere Bedeutung. Im späteren Verlauf verändert sich das authentische Verhalten dahingehend, dass wir zum Beispiel unsere Gefühle kommunizieren, verbalisieren, dass wir die Intensität unserer Stimme in Lautstärke, Tonhöhe verändern, dass wir unsere Körpersprache verändern. Auch das sind Anpassungen des authentischen Verhaltens. So kommen wir zu einem ersten Merkmal. Authentisches Verhalten ist anzupassen an das Alter und an den Entwicklungsstand des Kindes. Nächster Punkt unter 1. Kommen wir zu dem Wie. Was macht Authentizität aus? Die wichtigste Regel hierbei ist, niemals übertrieben zu reagieren auf eine Aktion des Kindes. Egal ob jetzt positiv oder negativ. Hierbei gilt auch zu beachten, dass beispielsweise durchgehendes Ruhigbleiben und seinen Ärger, seine Trauer oder auch seine Freude nicht zu zeigen. Das ist genauso schädlich wie völlig übertrieben auszurasten und anfangen rumzuschreien. Eine gute Möglichkeit, Kinder beim Lesen unseres authentischen Verhaltens zu unterstützen und somit auch ihre Empathiefähigkeit auszubauen, ist unsere Emotionen, die wir haben, zu verbalisieren. Zum Beispiel, ich bin so stolz auf dich. Du kannst stolz sein auf dich. Oder auch, das ärgert mich. Oder ich krieg gleich schlechte Laune. Das ist absolut in Ordnung. Denn es passt zur jeweiligen Situation. Immer mehr Menschen verwenden dabei den Satz, das macht mich traurig oder ich werde traurig. Und das, obwohl sie sich eigentlich ärgern. Das ist keine gute Option. Aus dem einfachen Grund, es stellt eine falsche emotionale Bindung zur Aktion des Kindes her und gleichzeitig spielt es eben mit dem schlechten Gewissen des Kindes. Und für Kinder ist es unglaublich schwierig und unglaublich verletzend, wenn sie ihre Hauptbezugsperson, Mama, Papa, wenn sie die traurig machen.
Das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Und Sie aus eigener Erfahrung kennen das mit Sicherheit, dass Trauer wesentlich schwerer zu bewältigen ist, als wenn sich jemand mal über Sie ärgert. Oder wenn Sie sich mal über jemanden ärgern. Trauer ist eine sehr schwere Emotion, die zu verarbeiten ist. Deswegen rate ich grundsätzlich wirklich ab davon, dass man, wenn man sich selber wirklich ersichtlich ärgert, nicht einfach zu sagen, das ärgert mich, sondern zu sagen, das macht mich traurig. Da würde ich ganz dringend empfehlen, die Emotionen, die man empfindet, wirklich die richtige zu verbalisieren. Ich verstehe den Hintergrund dabei. Viele Menschen, die das machen, haben Angst, dass das Kind Angst bekommt vor der Hauptbezugsperson. Oh mein Gott, die ist jetzt oder der ist jetzt sauer auf mich. Irgendwie sowas. Nur wenn das Kind noch gar keine Verbindung hat, keine emotionale Vorstellung davon, dass eben seine Aktion ihm selber ein Gefühl der Angst einflößt, dann wird das Kind durch ihren Hinweis das nicht herstellen. Eine weitere gute Möglichkeit, die Kinder dabei zu unterstützen, authentisches Verhalten verstehen zu lernen, Empathie aufzubauen, ist die sogenannte 3-Chancen-Regel. Diese stellt auch eine Verbindung zum konsequenten Verhalten und eine Verbindung zu Grenzen setzen dar. Sie wird hauptsächlich angewandt, wenn man unerwünschtes Verhalten von Kindern beobachtet oder erlebt. Der erste Schritt ist quasi der Hinweis, zum Beispiel, lass das bitte. Der zweite Schritt ist der Hinweis plus der Hinweis auf die eigene Emotion. Zum Beispiel, lass das bitte, das macht mir schlechte Laune. Der dritte Schritt ist eine Frage, der Hinweis auf die eigene Emotion und der Hinweis auf die mögliche Konsequenz. Zum Beispiel, hast du mich gehört? Ich habe dir gesagt, lass das bitte. Das macht mir schlechte Laune. Das hier ist deine letzte Chance. Wenn du nicht aufhörst und ich dich nochmal ermahnen muss, dann musst du was anderes machen. Kommen wir zum zweiten Bereich, die entwicklungspsychologischen Auswirkungen. Wie im Video über Freispiel bereits erklärt wurde, lernen die Kinder parallel zu ihrer eigentlichen Tätigkeit noch viele weitere Bereiche. Wenn die Kinder mit anderen Personen interagieren, stärken sie die Grundlagen für die Entwicklung ihrer sozialen Kompetenzen. Diese wären Empathie, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Moral und Kommunikation. Wo liegen nun die Verbindungen? Fangen wir mal an beim Selbstvertrauen und bei der Selbstwirksamkeit. Das Kind macht eine Aktion und löst beim Erwachsenen ein Verhalten aus. Positiv, also gute Laune oder schlechte Laune. Das Kind sieht das und erlebt dieses Verhalten und kommt zu der Erkenntnis, bewusst und unbewusst, ich bin in der Lage, dieses Verhalten auszulösen, dieses Verhalten auch zu verändern. Von einem vorher gut gelaunten Erwachsenen bin ich in der Lage, das zu verändern in einen jetzt schlecht gelaunten Erwachsenen oder umgekehrt. Ich kann einen traurigen Erwachsenen trösten zum Beispiel. Oder ich kann einen schlecht gelaunten Erwachsenen glücklich machen. Unglaublich mächtige Erkenntnis für so ein Kind. Und Kinder werden das auch immer wieder probieren, immer wieder testen. Deswegen ist diese 3-Chancen-Regel eine ganz gute, weil sie können davon ausgehen, dass das Kind definitiv, zumindest in der Anfangszeit, wenn es eine Aktion neu für sich entdeckt hat, wird es nicht nach dem ersten Ermahnen aufhören, sondern es wird mindestens die 3 Versuche an diesem Augenblick ausnutzen, die Konsequenz spüren und spätestens morgen geht der ganze Spaß von vorne los, bis das Kind diese Verbindung für sich festgemacht hat und bis diese Verbindungen fest verknüpft sind. Das können Sie auch nicht beeinflussen, sondern Ihnen hilft es, dass Sie sich bewusst sind, dass das Kind gerade diese Sache lernt. Kommen wir zum zweiten Punkt, Empathie. Das Kind macht seine Aktion
und der Erwachsene antwortet darauf, verbal und nonverbal, mit Verhalten und auch mit seinen Emotionen. Deswegen ist die Verbalisierung der Emotionen und das Zeigen der eigenen Emotionen so wichtig. Denn auf dieser Ebene beobachtet das Kind eben, welche Emotion ist verbunden mit dem Verhalten. Und auch hier wieder, das Kind erlebt, beobachtet und speichert ab. Kommen wir zum dritten Punkt, Moral. Auch hier wieder, das Kind macht seine Aktion und beobachtet und erlebt das Verhalten des Erwachsenen. Der Erwachsene reagiert verbal, nonverbal und zeigt dem Kind eben seine Reaktion auf die Aktion. Mit der Erkenntnis, wie der Erwachsene reagiert, schlussfolgert das Kind daraus, die Aktion ist eben gutes Verhalten oder schlechtes Verhalten. Und wo blieb jetzt die Kommunikation? Während des gesamten Ablaufs dieses Prozesses, das heißt Aktion Kind, Reaktion Erwachsene, Erkenntnis Kind, findet nonstop Kommunikation statt, sowohl nonverbal als auch verbal. Das heißt, ohne Kommunikation in irgendeiner Weise würde es grundsätzlich gar nicht funktionieren. Die Kommunikation ist sozusagen das Trägermaterial all dieser Interaktion. Kommen wir zum Fazit. Erwachsene sind Vorbild Nummer 1 von Kindern und wir tragen somit die größtmögliche Verantwortung für die Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Kindern. Authentisches Verhalten ist das transparenteste und das vereinfachendste Werkzeug, das uns Erwachsenen für die bestmögliche Unterstützung der Kinder bei dieser Entwicklungsaufgabe zur Verfügung steht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch diesmal ein kleines bisschen weiterhelfen mit meinen Tipps und Ratschlägen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die unten in die Kommentare oder besuchen Sie mich auf Facebook unter perfectparents.de oder schauen Sie mal auf der Website vorbei, www.perfectparents.de. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und tschüss.